Hallo Holzfreunde! Heute möchte ich mit euch einen Frästisch bauen und euch zeigen, wie man mit einer einfachen Vorrichtung die Fräsplatte wunderbar einlassen kann. Ich brauchte einen kleinen mobilen Frästisch für meine Makita Oberfräse. Um die Einlegeplatte passgenau in die Siebdruckplatte einzulassen, habe ich mir eine Vorrichtung gebaut. Ich benutze 2 melaninbeschichtete Spanplattenstreifen und für meine Oberfräse eine 16 mm Kopierhülse. Die beiden Streifen schraube ich jetzt zusammen, sodass die Kopierhülse stramm hineinpasst. Jetzt entferne ich die beiden Klebebänder . Und die Oberfräse läuft leicht und ohne viel Spiel auf der Vorrichtung. Nun stelle ich mir die Frästiefe ein. Diese stelle ich jetzt noch etwa 2/10 tiefer. Um die Position der Einlegeplatte auf der Siebdruckplatte anzuzeichnen, benutze ich Klebeband. Zum Fräsen der Außenkontur benutze ich einen 6 mm Fräser. In Verbindung mit der 16 mm Kopierhülse haben wir dann einen Unterschied von 10 mm, durch 2 sind 5 mm. Diese 5 mm muss ich jetzt als Abstandsmaß nehmen zu meinem Anriss. Mit Hilfe der Vorrichtung lässt sich die Oberfräse jetzt wunderbar leicht führen. An den Ecken müsst ihr jetzt aufpassen, dass ihr nicht zu weit fräst. Nun mal optisch kontrollieren, ob die Platte passt. Jo. Mit Hilfe der Vorrichtung könnt ihr jetzt den Rest einfach ausräumen. An den Rändern müsst ihr ein wenig aufpassen, damit ihr nicht ungewollt in die Kante fräst. Passt wunderbar, auch von der Höhe. Wenn eure Fräsung jetzt ein wenig zu tief ist, könnt ihr das mit ein paar Blatt Papier ausgleichen. Jetzt zeichne ich mir die Position der Schrauben und der Aussparung an. Und dann wird nochmal gebohrt, gesägt und gefräst. Zur Befestigung der Einlegeplatte benutze ich sogenannte Rampermuffen. Die haben ein Innengewinde und schneiden sich ihr Gewinde selbst. So, fertig ist der Frästisch. In Aktion könnt ihr ihn in einer meiner nächsten Videos sehen. Und um das nicht zu verpassen, haut doch mal auf den Abonnier-Button.